Hallo, ihr Farbakrobaten, Dosenflüsterer und Freunde der VR. Ich bin Sushiro und heute wird's bunt. Also theoretisch mit Spraycraft, einem Mixed Reality Spraypen Simulator, der es mir erlaubt, meine eigene Umgebung zur Leinwand zu machen, ohne direkt Ärger mit der Realität zu bekommen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, also kein Plan, keine Erwartung, nur die Frage, fühlt sich das hier nach Kunst an oder eher nach sehr ambitioniertem Herumsprühen. Entwickelt wurde das Ganze von Skycam Studio. Und natürlich schaut Sunny von @sunnyzockt sich Spraycraft ebenfalls an, aus ihrer Perspektive mit ihrem Stil. Also schaut gerne bei ihr vorbei. Aber jetzt Brille auf, Controller locker, Raum freigeben und wir schauen mal, was passiert, wenn Mixed Reality auf Spraydose trifft. Ja, herzlich willkommen unter der Brille. Wir gucken uns heute Spraycraft Mixed Reality Spraypen Simulator an. Eine App im Mixed Reality Modus, wie man sieht. Jetzt seht ihr so ein bisschen unser Gaming-Zimmer und Studio. Also zumindest das, was davon schon fertig ist. Es ist ja noch im Aufbau. Und wenn wir in die App reinkommen, dann sehen wir als erstes diesen Bildschirm, Malerei starten, Tutorial, Discord beenden. Also mehr gar nicht da. Und wir starten mal mit dem Tutorial. Ich werde meinen Greenscreen als Leinwand nehmen. Das heißt, ihr seht mich dann meistens eigentlich nur vom Rücken her. Aber anders lässt sich das gar nicht machen oder ich wüsste zumindest nicht, wie ich es eleganter lösen könnte. Okay, was sehen wir im Tutorial? Grundsteuerung. Öffnen Sie im Menü das Panel über den linken Controller, verwenden Sie den rechten Controller als Sprühdrucker, nutzen Sie den Zeigerstrahl zur Auswahl und den Trigger zum Auswählen platzieren. Nutzen Sie den Joystick, um Größe und Transparenz anzupassen. Wechseln Sie die dominante Hand über die Einstellungen. Okay, also es gibt anscheinend dann nochmal Einstellungen. Und ja, das Tutorial ist also gar nicht, dass man irgendwas machen muss, sondern man kann die Punkte durchklicken, kriegt dann kurz immer in so einem kleinen Video gezeigt, was da hinter sich wirkt und unten steht es dann beschrieben. Das Ganze schön in Deutsch. Und wir haben auch mehr Schablonen, Aufkleber, Druck, metallisch, Spraydüsen können wir einstellen. Also recht viel, aber wir probieren es einfach am lebenden Objekt. Ich sag mal Malerei starten. Mal gucken, was passiert. Da hinten sieht man, oh, 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 okay, also relativ easy. Ich habe das jetzt direkt hier an der Hand und hier habe ich meine Spraydose. Das sieht doch echt cool aus, die Dose. Und ja, dann werdet ihr jetzt mal meinen entzückenden Rücken sehen. Was können wir dann hier machen? Also, wir sind jetzt hier bei Schablonen. Also hier kann ich jetzt Schablonen auswählen. Mit hoch und runter geht das. Und ja, was gibt es denn? Was ist das? Ein Hai. Den wählen wir doch mal. Okay, das ist ein 3D-Objekt. Aha. Und den kann ich jetzt hier im Raum platzieren. Tatsächlich. Das ist ja ein Ding. Aber gibt es dann auch hier andere Sachen noch? Ah, das sind die Schablonen. Ich war auf Objekte. Okay. So, Trigger auswählen, platzieren, das hier zum Objekt löschen. Also mit A oder X kann ich das Objekt dann wieder löschen. Und Größe passen wäre dann mit Auf und Ab oder Rotation. Okay. Also wir platzieren nochmal irgendein kleines Objekt. Ja, hier die Spraydose mal. Oh, ich sagte klein, aber größer anpassen kann ich ja mit Auf und Ab, heißt es. So. So, jetzt kann ich die hier platzieren. So. Ja, jetzt habe ich so ein Objekt platziert. Mhm. Und jetzt kann ich das Objekt ansprühen. Okay. Ah, okay, okay, okay. Ich kapiere. Ja, jetzt habe ich eine grüne Spraydose. Also wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so der kreative Typ für sowas. Deswegen nehmen wir mal was Einfaches. Also ich kann Oberflächen bestimmen und kann dann sagen, ah ja, okay, ich könnte jetzt also aus meinem Greenscreen hier irgendwas machen, alle Oberflächen zurücksetzen, wähle Material. Ja, ich könnte jetzt hier sowas setzen. Ah, und dann, wie kann ich sie platzieren? AX Größe anpassen, aber Rotation mit links und rechts. Okay, also mit A kann ich es wieder löschen. Oder da, zurücksetzen. Okay, okay, verstehe ich. So, kann ich sie jetzt irgendwie nehmen? Trigger zum Auswählen, platzieren.
Ja. Dann nehme ich den Trigger. Aber wenn ich jetzt den Trigger hier drücke, dann sprühe ich ja. In grün. Was beim Greenscreen natürlich super ist, wenn man da grün nimmt. Machen wir schnell blau drauf. Okay. Und hier kann ich Schablonen setzen. Mhm. Also wir versuchen das jetzt noch einmal. So schwer kann das doch nicht sein. Wählen Sie einen Material, transparent oder alternativen Modus aus. Verwenden Sie den Zeigerstrahl, um auf eine Objektfläche zu zielen. Ja, eigentlich will ich es ja dahin haben. Mittelpuls, hier kann ich dann die Sprühpunkte setzen. Und dann liegt die immer so. Und wie kann ich die jetzt... Kann ich die mit... Ah, doch. Ah, so, okay. Na, doch nicht, oder? Jetzt habe ich es schon angesprüht. So, jetzt habe ich hier eine riesen Wand, die ich platziert habe. Oder ich kann die Oberfläche einfach plan lassen. Okay, ja, verstehe ich. Also, so, da kann ich dann die Malerei bestimmen. Also ich kann Umrisse, Punkt, dünn, dick, weich, horizontal, Splatter, damit das Ganze ein- und ausblenden. Und hier haben wir dann Schablonen. Da kann ich dann eine Schablone setzen. Ich sehe nirgendwo eine. Habe ich die jetzt gesetzt? Hm. Oder muss ich dafür eine Wand setzen? Eine Oberfläche? Ja, ich muss dafür eine Oberfläche setzen. Okay, alles klar. So. Und hier kann ich jetzt platzieren, wie ich das möchte. Irgendwie denkt er immer, dass da schräg was wäre. Okay. Das ist ja schräg. Also gehen wir nochmal zurück. Alle Objekte zurücksetzen. Erkennt er nicht richtig, wie die Wand steht. Ich habe das eben mal spontan gemacht. Die Wand eingezeichnet. So. Die hat er jetzt so gesetzt. Ach, wir lassen sie mal so, bevor ich hier stundenlang rumprobiere. Und jetzt kann ich die Schablone da drauf setzen. Okay. Und jetzt kann ich sprühen. Ein Roboter. Oh, das geht gut. Ja. Okay, jetzt... Ja, grün ist schlecht. Nur... Ich kann den Strahl noch bestimmen. Sagen wir mal dünn. Habe ich jetzt dünn? Sieht immer noch dick aus. Filigran. Oh, da habe ich ein bisschen... Okay, dann machen wir jetzt mal hier so ein bisschen helles Blau. Geht natürlich auch schwarz oder so. Ja. Ihr seht, ich habe es voll drauf. Also ich bin der perfekte Graffiti-Künstler. Tada! Mein erstes Kunstwerk. Werde ich meistbietend dann im Internet verkaufen. Hier kann ich Sticker machen. Aha. Trigger auswählen, platzieren mit Zeigerstrahl. Joystick-Größe anpassen. Also irgendwie hat das mit einem Raumscannen anscheinend bei mir nicht so richtig funktioniert. Aber jetzt habe ich die Wand dahinter. Okay. So. Machen wir den mal gerade komplett schwarz. Dafür kann ich auch den dicken Strahl nehmen. Wo ist er? Welchen?
Ist der jetzt dicker? Ja, tatsächlich. Es funktioniert. So, und dann die Schablone weg. Nein, das war falsch. Menü an. Schablone. Hallo? Es ist ein bisschen tricky anscheinend. So, also ich darf nicht auf der Fläche da sein. Und jetzt kann ich die Schablone wegmachen. Schablone wechseln kann ich mit links oder rechts dann. Die muss doch jetzt weggehen. Ah. Und auf die Oberfläche soll ich gerade gucken, auf jeden Fall. So. Jetzt habe ich hier meinen schönen Roboter gemalt. Unten habe ich noch einen Sticker verpasst. Was gibt es dann noch? Oberfläche, Aufkleber, Schablonen. Und dann halt, wie gesagt, gibt es dann diese Objekte, die man noch anzeichnen kann. Wow. Groß. Hier ein kleines Auto. Kann ich auch drehen. Machen wir mal rot. So, jetzt habe ich ein rotes Auto gemacht. Ja, also das ist die App. Es gibt noch einige Sachen in den Einstellungen, die man machen kann. Man kann die Hand wechseln, die Musik kann man wechseln. Also wir hatten jetzt hier ganz toll Ghetto Magic hieß das. Wow, sehr rockig. Und hier rüber kann man dann auch die Umgebung neu scannen. Und hier kann ich dann halt auswählen, was ich dann haben will. Impuls, Spalter, Weich, Standard, Umrisse. Kann dann sagen, ob ich einen Metalleffekt haben will. Wie sähe dann jetzt Metalleffekt aus? Ah, oh, guck mal. Ja, was kann man noch machen? Dann hätten wir sogar schon alles durch. Also ich kann die Objektwand bestimmen, ich kann die Schablone bestimmen und den Aufkleber. Hier, nächste Wand. Geht das noch weiter? Gucke geradeaus. Decke. So, jetzt haben wir die Decke. Also ihr könnt praktisch alle Flächen, die ihr wollt, voll clustern mit Oberflächen und auf denen könnt ihr dann einfach grün tada! Keine Ahnung, was das sein soll. Aber wenn wir jetzt dünn machen, kriege ich das gewählt? Also das Wählen ist ein bisschen, vor allem wenn man vor der Oberfläche ist, ein bisschen tricky. So, jetzt habe ich mal dünn gewählt, ist aber genauso dick. Ah, jetzt hat das. So, jetzt hat das. Ah, genau, jetzt ist dünner. Ich gehe mal gerade aus der Kamera, damit man das schön sieht nachher im Video. So, dünner. Und alle Oberflächen zurücksetzen. Objekt kann ich auch wieder entfernen. Ja, einfach markieren. Und wenn ich jetzt die Oberfläche eine andere will, so, meine Aufkleber mache ich auch wieder weg. Geht das? Na, den kriege ich jetzt nicht aktiviert. Aber jetzt habe ich eine gerade große Fläche und könnte jetzt was sprühen. So, schier, oh. Nicht schön, aber es ist da. Also was er hier mit der schrägen Oberfläche hat, ich glaube, das war vom Scannen ist das irgendwie falsch. Ja, das war also das coole Graffiti-Künstlerpaket sozusagen. Und ja, mein genaues Fazit dazu.
Hört ihr dann gleich. Unterm Strich kein Must-Have und kein großes Kunstversprechen, aber ein sympathisches Mixed-Reality-Spielzeug, das genau weiß, was es sein will. Die Grafik passt, der kleine Fehler mit der Sprühfläche war nach einem neuen Raumscan direkt wieder weg. Und spielerisch geht es hier auch vor allem um eins: kreativen Farbspaß ohne Druck. Preislich liegt Spraycraft aktuell bei 2,99 € und dafür kann man das definitiv machen, wenn man einfach mal rumprobieren und den eigenen Raum zur Leinwand machen will. Kreative haben hier bestimmt ihren Spaß. Den Link zum Spiel findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Und Sunny ist bestimmt später kreativer als ich, also schaut mal auf @sunnyzockt vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Like da lassen, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ich sage jetzt, Spraydosen abstellen, Raum wieder zur Realität werden lassen und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, Brille ab, ciao, ciao. Like memories after death, to be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word.